Am 25. Februar 2022 griffen russische Streitkräfte die Ukraine von allen Seiten an. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte der Welt, dass die Konsequenzen schwerwiegend sein werden, wenn jemand versucht, sich in dieser Angelegenheit einzumischen. Russische Hubschrauber und Kampfflugzeuge flogen über vielen Städten in der Ukraine im Tiefflug und feuerten teilweise Raketen ab, und unter ihnen war Putins Hauptziel die ukrainische Hauptstadt Kiew. Bei diesem unerwarteten Angriff, bei dem mehrere hundert Menschen gleichzeitig ums Leben kamen, mussten Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen. Um Leben zu retten, versteckten sich viele Menschen in den Kellern, und nur wenige betrachteten U-Bahn-Stationen als sicheren Ort. Plötzlich hallten alle Ecken und Winkel der Ukraine von den Geräuschen der Explosionen und Notfallsirenen wieder. Europa erlebte zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg einen Krieg dieses Ausmaßes. Die Europakarte, die in den letzten 70 Jahren von der politischen Koalition erstellt wurde, will Wladimir Putin nun nach seinen Plänen neu zeichnen, und das auch je nach militärischer Stärke. Aber warum? Warum interessiert sich der russische Präsident für die Ukraine? Und wenn er das nicht tut, was verliert er? Willkommen noch einmal in den Filmegeschichte. Um diese Angelegenheit gut und in einfachen Worten zu verstehen, ist es sehr wichtig, einige Ereignisse in der Vergangenheit zu verstehen. Die Ukraine war vor etwa 100 Jahren ein Teil Russlands, als dieses ganze Gebiet viele Jahrhunderte unter der Romanow-Dynastie stand. In den frühen 1900er Jahren hatten die Menschen die Schnauze voll von ihrem russischen König, und schließlich, als ihre Geduld nachließ, stürzte die russische Revolution 1917 die Romanow-Dynastie und stürzte den Thron des Russischen Reiches. Die Menschen hatten das System dieser Könige satt, und nun war es an der Zeit, eine neue Regierung zu bilden. Bei der Bildung dieser neuen Regierung kämpften die russischen Revolutionäre untereinander, und ganz Russland geriet in einen Bürgerkrieg. Als der Bürgerkrieg endete, bildeten 1922 13 verschiedene Republiken, darunter Russland und die Ukraine, die Sowjetunion, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, oder die UdSSR. Die Ukraine, die erst vor 5 Jahren vom Russischen Reich unabhängig wurde, ist jetzt ein Teil der UdSSR geworden. Für sie war es, als würde man einen Vogel aus einem Käfig holen und in einen anderen werfen. Nun verging die Zeit und die UdSSR wurde Tag für Tag sehr mächtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Einfluss der UdSSR in diesem Bereich stärker. Die Sowjetunion in einem Teil Europas, während der andere Teil unter dem Einfluss der Westmächte stand. Zu diesen Westmächten gehörten Kanada und Großbritannien sowie Amerika. Der Zweite Weltkrieg war vorbei, aber die politischen Feindseligkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gingen weiter, und der Hauptgrund für diese Feindschaft war der sehr wichtige Unterschied zwischen diesen beiden Mächten. Der Unterschied war, dass die Sowjetunion eine kommunistische Regierung unterhielt, das heißt, was auch immer für Geschäfte im Land stattfinden, es wird nicht an eine einzelne Person weitergegeben, vielmehr wurde jedem ein Anteil nach seinen Bedürfnissen zugeteilt, während die Länder, die die Vereinigten Staaten unterstützten, ein kapitalistisches System hatten, in dem jeder Privatmann, jede Einzelperson oder jedes Unternehmen durch seine Geschäfte so viel Gewinn erzielen kann, wie er möchte. Das Problem war, dass Amerika wollte, dass sein System auf der ganzen Welt eingeführt wird, während die Sowjetunion wollte, dass der Kommunismus auf der ganzen Welt vorherrschend wird. Aufgrund dieses Unterschieds in der Ideologie begann ein kalter Krieg zwischen diesen beiden Mächten. Obwohl Waffen und Gewalt in diesem Krieg nicht eingesetzt wurden, griffen die Sowjetunion und die amerikanischen Mächte einander weiterhin im Geheimen politisch an. Die Situation verschärfte sich so sehr, dass beide Mächte ihr Militärbündnis weiter stärken mussten. 1949 gründeten die Länder, die Amerika unterstützten, Nordatlantik-Vertragsorganisationen, NATO. Darin wurde beschlossen, dass, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, alle anderen NATO-Mitglieder es gemeinsam verteidigen werden. Die Bildung der NATO war für die Sowjetunion in jeder Hinsicht gefährlich. Denn wenn alle NATO-Staaten sich gegenseitig verteidigen können, dann können auch alle gemeinsam die Sowjetunion angreifen. Als die Sowjetunion die Macht der NATO erkannte, unterzeichneten sie untereinander einen ähnlichen Pakt, was als Warschauer Pakt bezeichnet wurde. Obwohl diese beiden Mächte Organisationen gebildet hatten,
um sich gegenseitig zu retten, aber insgeheim lebt der Kalte Krieg noch, denn schließlich gab es so einen großen Unterschied in ihrer Ideologie. Die gesamten 42 Jahre ging dieser Kalte Krieg so weiter, indem es das Ziel beider Mächte war, sich gegenseitig zu schwächen, und schließlich wurde eine Seite schwach. 1991 trafen Republiken wie die Ukraine die Entscheidung, sich von der Sowjetunion zu trennen. Die verschiedenen Mitgliedsrepubliken der UdSSR wollten nun unabhängige Staaten werden. Die war nun in 15 verschiedene unabhängige Länder aufgeteilt, und damit wird der von ihnen unterzeichnete Warschauer Pakt dysfunktional. Die Ukraine hat es endlich geschafft, wieder ein unabhängiger Staat zu werden. Länder, die von der Sowjetunion unabhängig wurden, konnten nun ihre eigenen Entscheidungen treffen, also stürzen sie zuerst die ihnen auferlegte kommunistische Regierung. Russland, das früher wegen der Sowjetunion stark war, ist jetzt in den Augen der Welt ein Schwächling. Trotz des Endes des Kalten Krieges rührte sich das Bündnis der Westmächte nicht, vielmehr nahm ihre Macht nur zu. Polen, die Tschechische Republik und Ungarn, diese drei Länder, die ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangten, wendeten das Blatt und traten 1999 der NATO bei. Der Trend, der NATO beizutreten, nahm von Tag zu Tag zu, und 2004 traten 7 weitere Länder ebenfalls der NATO bei. Das heißt, die Republiken, die früher Russland unterstützten, wurden nun Teil des NATO-Bündnisses, und dies war das erste Mal, dass Russlands Grenzen in direkten Kontakt mit der NATO kamen. Nun blieben nur noch 3 Länder übrig, die der NATO nicht beitraten: Weißrussland, Ukraine und Georgien. Unter ihnen wollten die Ukraine und Georgien schon lange der NATO beitreten, aber Russland konnte dies nicht dulden. Gleichzeitig witterte Russland die Gefahr, dass der Zugang dieser beiden Länder zum Schwarzen Meer jederzeit gestoppt werden könnte, wenn diese beiden Länder ebenfalls der NATO beitreten würden. Liebe Zuschauer, lassen Sie uns Ihnen hier sagen, dass Russland nach den USA und Saudi-Arabien der drittgrößte Produzent von Öl und Gas ist und es durch das Schwarze Meer auf den internationalen Markt exportiert. Und das war der Grund, warum Russland gegen den NATO-Beitritt der Ukraine und Georgiens war, aber der Wunsch der Ukraine, der NATO beizutreten, blieb bestehen. Darüber hinaus äußerte die Ukraine 2013 auch ihren Wunsch, der Europäischen Union beizutreten. Denken Sie daran, dass der Präsident der Ukraine zu dieser Zeit Petro Poroschenko war, der als Freund Russlands und ziemlich korrupt galt. Als es an der Zeit war, das Abkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen, nahm der ukrainische Präsident Russland im Namen eines Rettungspakets eine riesige Summe ab und weigerte sich, das Abkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen, indem sie sagt, dass die Ukraine Russland in jeder Angelegenheit unterstützen wird. Es wäre nicht falsch zu sagen, dass Russland den ukrainischen Präsidenten bestochen hat, weil er der Europäischen Union nicht beigetreten ist. Als diese Nachricht in die Medien kam, gingen tausende Demonstranten in der Ukraine auf die Straße und forderten die Ukraine auf, Teil der Europäischen Union zu werden. Der Druck der Demonstranten nahm von Tag zu Tag zu, und schließlich begann der ukrainische Präsident hart gegen sie vorzugehen, bei dem mehr als 100 Menschen getötet wurden. Als die Demonstranten dies sahen, wurden sie gewalttätiger, und die Angelegenheit erreichte ein solches Ausmaß, dass der ukrainische Präsident seinen Posten verlassen und aus Russland fliehen musste. Die Flucht des Präsidenten war ein Sieg für die Demonstranten, gleichzeitig betrachtete Putin es als seine Niederlage, also hat Putin jetzt angefangen, Macht zu nutzen. Zuerst besetzte die russische Armee die von der Ukraine kontrollierte Halbinsel, die das Schwarze Meer überspannt. Danach eroberten sie mit Hilfe von Separatisten 2 an Russland grenzende Gebiete der Ukraine, Donetsk und Luhansk. Russland hat der Separatistengruppe, die die Trennung dieser beiden Regionen von der Ukraine forderte, sehr geholfen. In diesen beiden Regionen wurde während der gesamten 8 Jahre viel Blut vergossen, bei dem mehr als 14.000 Menschen ums Leben kamen. Während 2 Millionen Ukrainer gezwungen waren, diese Regionen zu verlassen, tatsächlich war die Trennung von Donetsk und Luhansk von der Ukraine in jeder Hinsicht für Putin. Und das war der Grund, warum Putin sie sehr unterstützte. Putins Absichten traten im November 2021 in den Vordergrund. Wie auf dem Satellitenbild zu sehen ist, werden Millionen russischer Truppen an die Grenze der Ukraine verlegt,
und ein paar Wochen später äußerte Putin seine Forderungen. Putins Hauptforderung war, dass die NATO in diesem Bereich nicht expandieren dürfe und ihr Militär auf die gleiche Entfernung zurückbringen wie 1997, das heißt, weit weg von der russischen Grenze. Diese Forderung von Putin wurde von den westlichen Führern sofort zurückgewiesen und verstärkten ihre Kräfte noch mehr. Andererseits waren russische Truppen weiterhin damit beschäftigt, die Ukraine von allen Seiten einzukreisen und führten auch weiterhin schwere Militärübungen an der Grenze durch. Am 21. Februar 2022 kam Putin live und akzeptierte Donezk und die Republik Luhansk als separate Länder. Und russische Truppen drangen als Friedenstruppen in diese beiden Regionen ein. Auf der anderen Seite schickte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj eine Videobotschaft an die Russen, in der er sagte, Krieg werde den Bürgern beider Länder nur Zerstörung bringen. Westliche Führer sagen, dass die Ukraine ein unabhängiges Land ist und wir niemanden daran hindern können, der NATO beizutreten. 2 Tage später, am 24. Februar 2022, griff Putin offen die gesamte Ukraine im Namen einer militärischen Sonderoperation an. Der Präsident der Europäischen Kommission: Auf der ganzen Welt wurden Antikriegsdemonstranten gesehen, die Slogans zugunsten der Ukraine erhoben. In Russland selbst haben sich tausende Demonstranten für die Ukraine ausgesprochen. Die Eingreiftruppe der NATO trat zum ersten Mal in der Geschichte in Aktion, und Amerika schickte seine Truppen an die Grenze Osteuropas. Die ganze Welt unterstützt die Ukraine, aber konfrontiert Russland nicht mit der Regie, denn Russland verfügt über das weltweit größte Arsenal an Atomwaffen, und Putin hat bereits gedroht, dass das Ergebnis sehr schlecht sein wird, wenn jemand versucht, sich einzumischen. Anstelle von körperlichen Angriffen haben Amerika und andere Länder damit begonnen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Darunter wird die Wirtschaft Russlands sehr leiden, und vielleicht kann Putin dadurch zurückgehalten werden. Ich hoffe, Sie haben dieses Problem zwischen Russland und der Ukraine weitgehend verstanden. Posten Sie Ihren Kommentar zu diesem speziellen Video von Filmegeschichte. Wir sehen uns im nächsten tollen Video wieder.